Bella, halt dich da raus. Das sagt sie jetzt nur, damit wir uns nicht weiter streiten. Nein, Charlie, es muss jetzt mal Schluss sein mit der ganzen Bella, Lügerei. ist dir denn klar, was du gerade tust? Womit hatte ich recht? Mit allem. Ich meine, Andi und ich, wir haben das mit den Rohren vermasselt und dann haben wir versucht, das Ganze zu vertuschen. Andi und du. Ja, Olli kam erst später da drauf und hat doch gesagt, wir sollen uns stellen, Aber das habt ihr nicht. Und du hast alles gewusst. Die ganze Zeit. Und wieso habt ihr es versucht zu vertuschen? wie du gesagt hast, wir hatten keine Haftpflichtversicherung und ich meine, das wäre ein Millionenschaden gewesen. Wir haben einfach Panik bekommen. Gut, dann fahren wir jetzt am besten mit Andi aufs Präsidium und ihr gebt eure Aussage zum Protokoll. Okay. Wenn du bereit bist, Bellas Leben zu ruinieren. Ich glaube nicht, dass ich noch mit dir zusammenleben kann. Bella, wenn du jetzt zur Polizei gehst und dich stellst. Andi und du, ihr seid ruiniert bis zum Lebensende. Willst du das? Vor allen Dingen will ich endlich aufhören zu lügen, okay? Ich kann nicht mehr und Andi geht das genauso. Je eher Bella ihre Aussage macht, umso besser für alle Beteiligten. Ja, vor allem für dich. Wenn du Bella dazu bringst, dass sie sich stellt, ist alles aus zwischen uns. Hey, das ist meine Entscheidung, ja? Und ich will das so. Ich glaube, ihr beide denkt, ich blöffe. Ich meine das ernst. Du hast mir vorhin gesagt, dass du mit mir nicht mehr zusammenleben kannst wegen dieser Lügen. Ich kann es sogar verstehen. Mir geht es umgekehrt genauso. Ich erwarte in dieser Sache von dir Loyalität. Charlie, hier geht's nicht um uns oder um Loyalität. Hier geht's lediglich um rechtsstaatliche Prinzipien. Nein, hier geht's um uns. Du entscheidest, was dir wichtiger ist. Dein Kodex, dein Berufskodex oder deine Familie. Okay, stopp. Andi und ich haben hier den Mist gebaut, okay? Und nicht ihr zwei. Es kann nicht sein, dass ihr euch jetzt in eine Ehekrise stürzt. Ich möchte gerne mit Frank alleine darüber sprechen. Bella, vielleicht ist es besser, du gehst rüber zu Andi. Ich komme euch gleich da abholen. Und noch was. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich wirklich für euch alles tue, was in meiner Macht steht. Aber ich will echt nicht, dass ihr euch wegen uns die Köpfe einschlagt. Und wie entscheidest du dich? Für uns oder gegen uns? Charlie, das ist doch lächerlich. Ja, das ist lächerlich. Es ist eben nicht deine Tochter, die gerade in ihr Unglück rennt. Jetzt hör auf, mich hier als gefühllosen Klotz hinzustellen. Als wenn es mir scheißegal ist, was mit deiner Tochter passiert. Ich würde gerne die ganze Geschichte vergessen. Gerne, nur dann kann ich morgen nicht mehr in den Spiegel gucken. Weil ich dann einer von diesen korrupten Bullen werde, der ich nie habe werden wollen. Hör zu. Hör zu. Ich habe vorhin überreagiert. Das tut mir leid. Hör zu, ab jetzt stehen wir das zusammen durch, okay? Ach, Remke, du hast überhaupt nichts begriffen. Überhaupt nichts! Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich zuschaue, wie meine Tochter in ihr Unglück rennt. Deine Tochter ist erwachsen und sie hat eine Entscheidung gefällt. Du auch. Jetzt werde ich meine treffen. Aber du hast doch selbst gesagt, dass wir alle an dieser Story festhalten müssen, damit Charlie auch keinen Ärger mit Helmke bekommt. Ja, das hatte sich aber nun mal erledigt, als Frank mit der Tasche in der Tür stand und gehen wollte. Super. Mann, was sollte ich denn machen? Ich konnte doch nicht zusehen, wie Charlie ihre Ehe zerstört. Mann, ich konnte das einfach nicht. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Haben die beiden sich dann wenigstens wieder vertragen? Danach wurde es noch viel schlimmer. Charlie wollte dann nicht, dass Helmke das Ganze verfolgt und hat gedroht, ihn zu verlassen. Dann stecken wir jetzt also alle bis zum Hals drin, auch Helmke. Naja, nicht ganz. Ich habe Olli da rausgehalten. Was war denn das denn? Ich habe doch mit Andi diese blöde Pelznummer durchgezogen. Ja, aber wir haben die Rohre zerfetzt und damit die Pelze ruiniert. Sie hat recht, das war ein Arbeitsunfall von unserer Firma. Auch wenn es sie bald nicht mehr geben wird. Ja, wie soll das jetzt alles weitergehen? Wie soll es schon weitergehen? Ich meine, Andi und ich, wir zahlen die nächsten 300-400 Jahre unsere Schulden ab und hängen sonst bei dir in der Theke im No Limits rum und werden einfach das bekannteste Schnorrerpärchen der Stadt. Eine Möglichkeit gibt's noch. Aber sag jetzt bitte nicht, dass wir irgendwas überfallen. Das geht eh schief. Nein, wir hauen ab.
Sehr gut. Wenn Charlie und Helmke reden, das kann dauern. Du willst jetzt doch nicht ernsthaft abhauen. Natürlich will ich. Das mit den Pelzen, das war ein Unfall. Wir können uns doch nicht das ganze Leben versauen, nur weil wir einmal was falsch gemacht haben. Deswegen, Olli, wenn Helmke nach uns fragt, dann lässt du dir bitte irgendwas einfallen. Was weiß ich, wir mussten mit der Firma zu irgendeinem Notfall oder irgendwas. Das verschafft uns ein paar Stunden. Und bis Helmke das gecheckt hat, sind wir längst in Holland. Und von da aus geht's mit dem Schiff weiter. Andi, wir können jetzt nicht einfach abhauen. Wir haben überhaupt gar keinen Plan. Das macht gar keinen Sinn ohne Geld, ohne alles. Lella, ich kann nicht zulassen, dass wir uns das ganze Leben lang krummlegen, weil wir einen Schuldenberg haben, gegen den der Mount Everest ein Ameisenhügel ist. Ich hab dir doch mal von meinem Bruder Daniel erzählt und Helena. Die leben in Asien. Und für so Handwerker wie uns gibt's da immer einen Job. Also, du solltest jetzt packen. Ach nee, das geht ja gar nicht, weil Charlie und Frank da drüben sitzen. Ja, egal, Klamotten kann man ja kaufen. Das, was du aber brauchst, ist dein Pass. Das heißt, entweder du gehst da jetzt einfach kackenfrech rüber in dein Zimmer und holst deinen Pass, oder Olli, du holst ihn später und schickst ihn uns nach an irgendeine Adresse nach Holland. Andi, bitte. Lass uns das einfach vergessen mit dem Abhauen. Ja, bitte. Nein, Bella. Du hast doch selbst gesagt, dass wir hier auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Wenn wir hier bleiben, dann müssen wir Insolvenz anmelden. Und das heißt wirklich Knäckebrot auf Lebenszeit. Ja, für eine Weile sicherlich. Aber ich meine, Andi, wir haben doch hier alles. Wir haben unsere Freunde, unsere Familie, das Charlie. Das klingt doch nur romantisch abhauen. Das kann richtig fies werden. Olli, sagst du deiner Schwester mal bitte, dass wir keine andere Lösung haben oder andernfalls in den Knast wandern? Ich weiß, die Situation ist echt heftig, aber Bella hat recht. Andi, wenn ihr jetzt abhaut, dann macht ihr alles nur noch schlimmer. Was glaubst du, was passiert, wenn die uns dann erwischen? Das heißt, du willst das mit mir durchziehen? Ich habe auch eine scheiß Angst. Aber ich weiß, dass wir das schaffen, wenn wir zusammen sind. Dass du mir nachgegangen bist. So schnell wirst du mich nicht los, solltest du langsam wissen. Und jetzt? Du weißt, was ich tun muss. Und Olli, hat der auch mit einem Verfahren zu rechnen? Das wird ganz von Bellas und Andys Aussage abhängen. Aber so wie ich die beiden kenne, werden sie versuchen, ihn rauszuhalten. Und außerdem war er auch nicht bei den Reparaturarbeiten dabei. Wenn du jetzt mit Bella und Andi aufs Präsidium fährst, kann ich ja eigentlich gleich mitkommen. Muss ja auch meine Falschaussage wegen des Alibis revidieren. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich da im Datum geirrt hast. Du bist eine vielbeschäftigte Geschäftsfrau, ein bisschen chaotisch. Weißt du, ich will mich nicht vor den Konsequenzen drücken, während die beiden... Bella und Andi würden das auch wollen. Dann rufe ich meinen Anwalt an und bitte ihn, dass er mitkommt zu dem Gespräch. Mach das. Und du kannst dir sicher sein, dass ich mich um die beiden kümmere. Ja. Und deine Tochter weiß, dass du alles für sie tun würdest. Okay? Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, versagt zu haben. Sie ist deine Tochter, Charlie, ja. Aber sie ist auch eine erwachsene Frau. Und sie hat sich entschieden, zu den Konsequenzen ihrer Fehler zu stehen. Das kannst du nicht vermeiden. Nein, aber es ist schwer zu ertragen. Jetzt musst du die beiden erlösen. Die sind bestimmt schon ganz nervös von der langen Warterei. Klingel mal. Wo sind die jetzt? Jessica, was gibt's denn? Entschuldigung, aber die Handwerker, also Andi und Bella sind da und es ist angeblich sehr wichtig. Jessica, es passt gerade so gar nicht, ja? Es dauert auch nicht lange. Andi, es tut mir leid. Aber egal, um was es geht, es passt gerade nicht, okay? Bitte, es ist wirklich wichtig. In Ordnung, Jessica. Danke. Und vergiss nicht, die Tür zuzumachen. Also, was auch immer es ist, raus damit. Es geht um die Pelze. Was ist damit? Wisst ihr irgendwas? Nein, also eigentlich, ja, doch. Doch, also die Pelze, die wurden nicht von Tierschützern zerstört, sondern von uns. Ja, es war aber nicht mit Absicht. Es war ein Unfall.
Eins von den Rohren ist nach unseren Arbeiten undicht geworden. Wir haben es auch erst bemerkt, als die ganzen Pelze schon durchtränkt waren. Das glaube ich jetzt nicht. Das heißt, diese ganze Nummer mit diesen Parolen, die dahin geschmiert wurden, war einfach nur ein Ablenkungsmanöver? Wir sind halt in Panik geraten. Aber wir sind jetzt auch hier, um dafür gerade zu stehen. Genau. So gut es uns halt möglich ist. Und es tut uns echt leid. Es tut euch leid? Habt ihr beiden eigentlich auch nur den Funken einer Ahnung, was ihr da angerichtet habt? Nein, habt ihr nicht, oder? Ihr glaubt tatsächlich, ihr habt hier ein paar Pelze ruiniert? Ja, nein, nein. Ihr habt alles kaputt gemacht. Alles. Ihr habt hier alles kaputt gemacht!